Hi, ich bin Kati. Willkommen zu einer neuen Nähanleitung auf meinem YouTube-Kanal Creative Mom. Diese Woche habe ich ein Rockschnittmuster entworfen für Smart Dolls und für MSD Dolls. Mehr dazu nach dem Intro. Für den Rock könnt ihr einen Jeansstoff nehmen oder einen Kordstoff. Der Bund besteht aus 2 Teilen und wird einmal aus dem Hauptstoff ausgeschnitten und einmal aus einem Baumwollstoff. Die Innentaschen habe ich auch aus einem leichten Baumwollstoff zugeschnitten. Für den Verschluss könnt ihr Haken und Augen nehmen oder Druckknöpfe. Ich beginne damit, dass ich die Tasche für den Rock vorbereite. Der Taschenbesatz aus dem Hauptstoff wird so auf die Innentasche gelegt und später angenäht. Doch zuvor muss diese Kante versäubert werden. Den Taschenbesatz habe ich mit einem Fake Overlock Stich versäubert und lege ihn mit der rechten Seite zu mir schauend auf die Innentasche und stecke ihn mit ein paar Nadeln fest. Ich versuche hier direkt in die vorher gelegte Overlocknaht zu nähen. Jetzt wird die Innentasche rechts auf den Rock gelegt und festgesteckt. Anschließend nähe ich die Innentasche an den Tascheneingriff des Rockes mit einer Nahtzugabe von 0,5 cm fest. Nachdem ich die Innentasche an den Rock angenäht habe, schneide ich die Nahtzugabe an den Rundungen ein bisschen zurück. Die Innentasche klappe ich nach innen und forme mit meinen Fingern die Kanten aus. Achte darauf, dass der Innenstoff von vorne nicht zu sehen ist. Wenn du möchtest, kannst du die Kante vorm Absteppen noch einmal bügeln. Ich steppe nun den Tascheneingriff zweifach mit einem geraden Stich von der rechten Seite ab. Die Stichlänge vergrößere ich auf 2,4. Wenn du möchtest, kannst du für solche Ziernähte einen Kontrastfaden verwenden. Die Innentasche mit dem Taschenbesatz wird auf die Innentasche am Rock hingelegt und festgesteckt. Nähe beide Teile anschließend mit einem Overlock-Stich zusammen. Das Vorderteil ist soweit vorbereitet. Ich nehme beide Rückenteile und stecke die Abnäher an der zuvor übertragenen Markierung zusammen. Anschließend nähe ich die Abnäher mit einem geraden Stich zusammen. Die Rückenteile lege ich mit der rechten Seite auf das Vorderteil und stecke sie fest. Danach schließe ich die Seitennaht mit einer Nahtzugabe von 0,5 cm. Die Nahtzugabe wird in Richtung des Rückenteils abgesteppt. Doch zuerst schneide ich die Nahtzugabe, die zum Rückenteil zeigt, etwas zurück, um an dieser Stelle die Dicke etwas zu reduzieren. Anschließend versäubere ich die Nahtzugabe der Seiten mit einem Overlockstich. Mit einem dreifachen geraden Stich steppe ich die Seiten von der rechten Seite ab. Dabei wird die Nahtzugabe zum Rückenteil gelegt.
Im gleichen Schritt nähe ich die Taschen an das Vorderteil fest, damit sie mir später beim Nähen des Bundes nicht verrutschen. Jetzt werde ich die lange Kante des Streifens für die Gürtelschlaufen, die Seiten und den Saum des Rockes mit einem Overlockstich versäubern. Und so sollte es bei dir aussehen. Ich klappe nun die nicht versäuberte Kante des Gürtelstreifens ungefähr 0,5 cm um und dann die versäuberte Kante darüber. Damit mir nichts auseinanderfällt, nähe ich den gefalteten Gürtelstreifen mit ein paar Stichen fest. Jetzt steppe ich mit einem dreifach geraden Stich den Gürtelstreifen von der rechten Seite ab. Die Gürtelschlaufen werden in 3,5 cm lange Streifen zugeschnitten. Insgesamt benötigst du 4 davon. Die Gürtelschlaufen werden nun rechts auf rechts an der Bundkante festgesteckt. 2 Stück werden im Abstand von 0,5 cm zur vorderen Taschenkante festgesteckt bzw. mit der Hand angenäht. Die anderen 2 kommen auf die Bundkante am Rückenteil. Hier lege ich die Schlaufen direkt an die Abnähernaht Richtung Rückenteil und klappe den Abnäher von der hinteren Seite zur Mitte, damit hier keine unnötige Dicke entsteht. Nun geht es mit dem Bund weiter. Als erstes wird die untere Kante des Innenbundes versäubert. Jetzt wird der Innenbund auf den äußeren Bund mit der rechten Seite draufgelegt, zusammengesteckt und anschließend wird die obere Kurve mit einem geraden Stich und einer Nahtzugabe von 0,5 cm zusammengenäht. Den Bund klappe ich einmal zusammen und markiere mir die Mitte an der langen Kurve. Anschließend wird auch der Rock zusammengelegt und die Mitte einmal markiert. Der Bund wird auseinandergeklappt und mit der rechten Seite auf den Rock draufgelegt und in der Mitte zusammengesteckt. So arbeite ich mich von der Mitte nach außen Stück für Stück vor und stecke die Kanten zusammen. Am Ende angekommen, wird die Seite einen Zentimeter umgeschlagen. Anschließend stecke ich den Bund weiter fest. Du wirst am Ende noch ein kleines Stückchen vom Bund übrig haben. Ungefähr 0,5 cm, vielleicht auch mehr. Bei dem MSD-Bund kann es etwas länger sein. Aber das ist nicht weiter schlimm, da es später weggeschnitten wird. Ich nähe den Bund mit einer Nahtzugabe von 0,5 cm fest. Achte darauf, dass unter dem Bund sich keine Falten bilden. Bevor ich weiter nähe, kontrolliere ich, ob alles richtig und faltenlos angenäht ist. Der Bund wird mit der rechten Seite aufeinander geklappt und an den äußeren Kanten zusammengesteckt. Dabei wird die untere Kante des äußeren Bundes 0,5 cm nach oben geklappt. Das gleiche wird auch mit der anderen Seite gemacht.
Ich nähe nun den Bund mit einem geraden Stich zusammen. Dabei muss die Nadel direkt an der Rockseite vorbeinähen. Achte darauf, dass du nicht auf die Rockseite nähst. Die Nahtzugabe vom Bund schneide ich etwas zurück. Beginne nicht direkt unten. Auch die Ecken werden abgeschnitten. Jetzt wende ich einmal den Bund und forme die Ecken aus. Die Nahtzugabe klappe ich nach oben und den Innenbund darüber. Somit ist die Nahtzugabe unter dem Bund verschwunden und alles ist ordentlich und sauber. Den Bundinnenstoff fixiere ich von der rechten Seite mit ein paar Nadeln. Den Bund steppe ich nun rundherum mit einem geraden Stich ab. Die Stichlänge stelle ich auf 2,4. Da der Stoff am Anfang recht dick ist, lasse ich die Fäden etwas länger und ziehe beim Nähen mit. Nun werden die Gürtelschlaufen angenäht. Dafür klappe ich das offene Ende um und lege es an der oberen Bundkante an, so dass eine etwa 2 cm lange Schlaufe entsteht. Achte darauf, dass die Schlaufe nicht so straff anliegt. Es muss ja noch ein Gürtel durchpassen. Die Schlaufe nähe ich im Verlauf der Bundnaht fest. Der Rock ist nun fast fertig. Jetzt werde ich die hintere Naht 7 cm zusammenstecken und hinterher schließen. Beachtet, dass die Nahtzugabe an der hinteren Naht bei der Smart Doll und bei der Größe für MSD unterschiedlich ist. Ich klappe den Saum 1 cm um und stecke ihn rundherum fest. Anschließend werde ich den Saum mit einem dreifach Geradestich von der rechten Seite abstecken. Und zum Abschluss noch ein genauerer Blick auf den fertigen Rock. Den Saum habe ich versäubert und hinten einen Druckknopf angenäht. Deinen fertigen Rock kannst du nach Belieben mit Nieten oder Strasssteinen aufpäppeln. Meine Lieben, ich würde mich darüber freuen, wenn ihr mir in die Kommentare reinschreibt, welchen Puppen der MSD-Rock alles passt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachnähen und würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Bleibt kreativ, eure Kathi.